Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute von Burudeng. Und es wurde extrem oft angesprochen in letzter Zeit, dass ich keinen Meteonica Guide habe. Und ich meine, damit bin ich jetzt ein bisschen spät dran, ist mir schon klar. Aber hey, besser später als nie. Und auch für die Zukunft. Und deswegen machen wir jetzt einen. Und ein bisschen on the fly sozusagen. Aber es ist auch wirklich nicht so schwierig und es ging hauptsächlich um die Thematik, wie weicht man eigentlich aus. Also gar nicht zwingend so, also auch wie viel HP und Pipapo, komme ich jetzt auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber erstmal kurz die grundlegenden Infos. Wo findet ihr den Meteonica eigentlich? In der Dekans-Mine. Wir befinden uns gerade in der Dekans-Mine bei den Pinky Roach. Ihr müsst die komplette Dekans-Mine-Quest gemacht haben. Wenn ihr den Dungeon herausfordern wollt, es steht hier, benötigt, hier steht's. Benötigt abgeschlossene Quest, der tiefste Punkt der Mine. Das heißt, ihr müsst die komplette Dekans-Mine Quest mit einem Char abgeschlossen haben. Dann steht hier Minimum Autorenlevel. Also Autor ist der Typ, der den Dungeon öffnet. Whatever, ist halt ein bisschen schlecht übersetzt, aber ist ja egal. 85 ist Schwachsinn. Kein Mensch schafft diesen Boss mit 85. Es geht auch gar nicht, weil wenn du 85 bist, bist du so viele Level unter ihm, dass du ihm gar keinen wirklichen Schaden machen kannst und so. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich empfehle euch grundsätzlich Level 105. Also ab Level 105er Equipment, wenn man halt die nötigen Power-Ups, beziehungsweise zum Beispiel auch einfach Wasser auf der Suit, Elemente auf der Suit und so weiter hat, kann man ihn machen. Habe ich auch auf FEC gemacht, auch mit sehr schlechtem Equipment und wenigen Power-Ups. Das geht. Also, was braucht ihr? Dekans Mine Quest. 105 sein, mit auch 105er Equipment, also nicht nur 105 sein, sondern auch 105er Equipment haben, also AG-Yoyo, beziehungsweise als Jester AG-Yoyo, einfach 105er Equipment. Außerdem kostet es 1 Million Penya Eintritt und jetzt hatte ich es gerade, jetzt habe ich es wieder vergessen, achso, ihr braucht eine Gilde, genau, Eintritt, Gilde oder Solo steht hier, das heißt, ihr müsst in einer Gilde sein mit den beiden Charakteren, die rein sollen, also euer Ringmaster und euer Main Character müssen in der gleichen Gilde sein und müssen in einer Gilde sein. Sonst könnt ihr nur Solo herausfordern. Solo herausfordern bedeutet quasi minus 80% Droprate. Ergibt keinen Sinn. Also ihr wollt niemals Solo herausfordern. Generell niemals gegen irgendeinen Boss Solo kämpfen. Das ist Zeitverschwendung. Ihr wollt mit der Gilde rein. Abklingzeit sind 2 Tage. Das heißt, ihr müsst zweimal 0 Uhr abwarten. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr reingeht. Heißt nicht 2 Tage ist 48 Stunden. Sondern es heißt zweimal 0 Uhr, zweimal Server Reset. Dann könnt ihr wieder rein. Dungeon Cooldowns könnt ihr auch unter Taste J Dungeon sehen. Und das war es eigentlich so. Dann gehen wir jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal auf Easy, weil ich habe jetzt hier keine Party, einfach nur damit es schneller geht. Keine Sorge, die Funktion und so weiter, die Erklärung ist alles gleich. Aber ich habe jetzt hier einfach gerade nicht die Ressourcen auf Burudeng, um das besser zu demonstrieren. Genau. Dann wollt ihr euch natürlich buffen. Ihr geht rein, habt 1 Minute Vorbereitungszeit. Also 1 Minute lang hat auch der zweite Charakter Zeit, euch beizutreten. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr beide die richtige Schwierigkeit auswählt, die gleiche Schwierigkeit. Und dann passt das. Dann, was wäre grundsätzlich beim Equipment wichtig? Also, Wasser auf der Waffe und Wasser auf der Suit. Ich habe jetzt tatsächlich Blitz plus 10 wegen Kriton, aber ist egal. Wasser auf der Waffe, Wasser auf der Suit. Je höher das Element auf der Suit, desto besser. Eure HP-Anforderungen für die verschiedenen Stufen, das ist jetzt ein bisschen tricky. Weil das Problem bei den Meteonicern, auch bei Red Meteonica wird es hier nicht thematisiert, heute geht es nur um den normalen Meteonica. Das Problem bei diesen Meteonicern ist, grundsätzlich haben die eine ganz normale Angriffsrange, also wie viel Schaden sie machen und so weiter, und es ist auch tatsächlich gar nicht so viel. Das Problem ist, sie verfügen über Special Attacks, also besondere Angriffe, und die machen unfassbar viel Schaden. Da gibt es insgesamt 2 Special Attacks. Entschuldigung, es gibt 3. Aber nur 2 davon sind wirklich gefährlich. Der eine ist eigentlich nicht wirklich gefährlich. Auf jeden Fall fängt der Dungeon hier ungewöhnlich an für so einen Solo-Dungeon oder für so einen Solo-Boss-Dungeon, wo man einfach reingeht und direkt gegen den Boss kämpft und keinen wirklichen Dungeon-Run davor machen muss. Man muss ja erstmal so random 4 Chimeradons töten. 2 Giants und 2 normale. Keine Ahnung. Allein hier würde man schon strugglen mit Level 85, weil selbst diese Giant Chimeradons sind Level 94, also schon 9 Level über einem. Also mit 85 reinzugehen, würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Macht man ja aber auch nicht. Genau. Das heißt, wir sind jetzt hier drin. Und die Herausforderung dann beim Meteonica, ich gehe jetzt nochmal zurück und probiere euch das nochmal jetzt kurz theoretisch zu erklären, dann schauen wir es uns praktisch an. Ich habe es ja schon gesagt, er hat 3 Special Attacks. Ja? Diese werden nach bestimmten zeitlichen Abständen gecastet von ihm
Das heißt, nach einer gewissen Zeit kommen einfach diese Special Attacks. Das kann man nicht verhindern und man kann die auch nicht irgendwie umgehen oder so. Also man muss sie irgendwie meistern sozusagen. Man kann nicht dafür sorgen, dass das gar nicht erst passiert oder so. Das geht nicht. Das ist auszuschließen. Das funktioniert leider nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Also, er hat einen Special Attack, den macht er zweimal pro Minute. Das ist der Stun. Das ist auch sein tatsächlich stärkster Angriff, der den höchsten Schaden macht. Und das Schlimme an diesem Angriff oder das Schwierige an dem Angriff ist, er macht den gesamten Schaden als einen Schlag. Das heißt, er wird euch in der Regel one-shotten. Also das ist der sogenannte One-Shot, weil die meisten Damage-Dealer können den nicht tanken. Außer man hat halt für einen Damage-Dealer ungewöhnlich viel HP oder man hat ungewöhnlich viele Power-Ups, defensive Power-Ups oder so laufen. Ansonsten wird man den in der Regel mit einem normalen Damage-Dealer-Equipment jetzt eher nicht überleben. Anders sieht es natürlich aus, wenn du hier mit 150er-Set PvE reingehst und Pipapo oder mit einem richtig guten HP-Pad und so, dann kann man es natürlich schon überleben. Aber die meisten werden es nicht überleben. Das heißt, da ist es so, dass man einfach Pech hat, wenn er da halt einen hohen Crit raushaut oder generell eine hohe Angriffsreichweite hat der Skill. Wenn er da halt einen hohen Hit macht, dann ist man halt einfach tot, damit muss man leben. Beim Giant oder Bosse farmen wird man halt einfach auch mal sterben. Damit muss man einfach leben, das gehört dazu. Da sollte man nicht zu mad sein. Passiert auch mir ständig. Ich bin heute beim normalen Meteonica tatsächlich 4-mal gestorben. Ja, ihr habt richtig gehört, 4-mal. Das war crazy, das war der schlechteste Run, den ich jemals hatte. Da hatte ich schon sehr viel Pech, aber passiert halt einfach. Das kann passieren, so blöd es auch klingt und so peinlich das vielleicht auch ist, aber es passiert halt einfach mal. Lässt sich leider nicht komplett verhindern. Außer man geht halt mit so viel HP rein, dass es unmöglich ist, aber dann verzichtet man in der Regel ja meistens auch auf Schaden. So. Der zweite Angriff ist sein Brennen. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Das ist ein Skill, der macht einmal ein bisschen Schaden. Das kann in der Rage Phase auch tatsächlich eher viel sein, wird aber in der Regel ziemlich schwach sein. Also das Brennen ist in der Regel der Skill, wo man einfach gar nichts macht. Da zuckt man nicht mal mit der Wimper. Und dann zusätzlich macht er noch Damage over Time. Das ist so ähnlich wie Hot Air. Das heißt, man brennt dann und bekommt die ganze Zeit Damage over Time. Das ist aber auch nur ganz, ganz wenig Schaden. Und am Ende des Skills kommt einmal 5000. Also wenn der Brennen-Skill abgeschlossen wird, macht er einmal 5000 Schaden. Einfach 5000 Blanko. Da sollte man halt gucken, dass man sich vorher gewurt mit seinem RM. Das ist der Skill, Gewurt Yalla. Damit kann man das Brennen entfernen und dann kriegt man auch diese 5000 Schaden nicht. Aber ansonsten ist dieses Brennen eigentlich vollkommen unproblematisch, ist absolut kein Stress. Und dann haben wir noch die Schmelze. Die Schmelze ist halt ein Skill, der macht ganz oft Schaden. Ganz, in Anführungszeichen, eigentlich wenig, aber halt wirklich, ich weiß nicht wie oft, aber bestimmt so 50 bis 100 Mal kommen so ganz, ganz wenig Schaden. Aber halt alles auf einmal als so ein Flammenatem. Deswegen halt auch Schmelze. Und man kann theoretisch jeden einzelnen dieser Hits, die alle so ganz schnell kommen, kann man theoretisch blocken. Und dadurch, dass nicht alles zeitgleich kommt, sondern leicht zeitversetzt, kann man auch gegen healen. Also man könnte mit Food oder auch mit Heal, ach so, alles klar, erstmal Verbindung zum Server unterbrochen, mit Food oder mit Heal vom RM könnte man auch dagegen heilen. Ja, ich möchte jetzt bitte wieder ins Game. Dankeschön, Alter, das Spiel wirklich manchmal, Jesus Christ. Es sagt mir Verbindung zum Server unterbrochen und dann sagt es mir 10 Sekunden lang, ja, du bist noch verbunden, du kannst jetzt nicht ins Game. Aber ihr habt mich doch rausgeschmissen. Was zum Teufel? Naja, auf jeden Fall, das waren mal die 3 Skills grob erklärt. Dann noch zu den Werten. Also auf 105 jetzt bezogen, würde ich euch empfehlen, wenn ihr easy farmen wollt, fangt mal mit 10k HP an. Wie gesagt, wenn der One-Shot kommt, wird er euch höchstwahrscheinlich trotzdem One-Shotten. Ich weiß nicht genau, wie viel HP man auf Easy bräuchte, um den One-Shot mit 105er Equipment zu überleben. Hängt halt eben vom Equipment ab. Wenn man jetzt mit höherem Equipment reingeht, mit höheren Death-Werten oder mit mehr Elemente auf der Suit, habe ich jetzt leider nicht für jede mögliche Konstellation den Wert. Deswegen gebe ich euch jetzt mal relativ allgemeine Werte, womit ihr den One-Shot in der Regel nicht überleben werdet. Aber alles andere solltet ihr damit schon überleben. Schmelze natürlich nicht. Schmelze wollen wir ausweichen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Also 10k habe ich mal mit Easy anfangen auf 104. Junge, was passiert hier gerade, Alter? Werde ich gerade gehackt oder was? Was zum Teufel? Genau, 10k HP auf Easy. Auf Mittel würde ich mit 105 12k empfehlen und auf Hard 14k. Ich würde euch aber grundsätzlich empfehlen, den Dungeon erstmal nur auf Easy zu farmen.
Wenn ihr dann 120er Bloody-Waffen habt, dann könnt ihr auf Mittel umsteigen. Und ab 135 würde ich dann erst mit Hard anfangen. Also ich würde mir da selber einen Gefallen tun und den gar nicht erst wirklich auf Hard anfangen zu fahren, wenn ihr noch 105 seid und 105er Equipment habt. Weil dann ist er schon ziemlich stark. Ja, also der Dungeon-Boss selbst ist Level 100. Das heißt, wie gesagt, mit 85 wäre 15 Level über ihm und das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber selbst mit 105 ist er trotzdem relativ stark auf Hard. Also ich würde wirklich easy bis 120 empfehlen, dann frühestens Mittel und ab 135 Hard. Und dann sind auch diese HP-Werte viel leichter zu erreichen. Dann habt ihr in der Regel besseres Equipment. Bloody-Waffe heilt euch passiv und so weiter, ist dann alles viel chilliger. Genau. Und dann das nächste ist halt, wie gesagt, abhängig davon, was für ein Element ihr auf der Suit habt. Die meisten werden halt auf 105 nur so plus 4 oder plus 5, vielleicht höchstens plus 7 haben. Kann halt auch ein bisschen HP weniger reichen, beziehungsweise je mehr Power-Ups man aktiviert, Death-Up Cuts Down, Element Death-Up Cuts Down und so weiter, reichen natürlich dann auch weniger HP. Aber ich gebe euch jetzt einfach so grob diese 10k vor. Das sollte in den meisten Situationen eigentlich reichen. Genau. Und jetzt hat meine M-Dis... Alter, was zum Teufel? Was passiert hier gerade? What is happening? Das ist nicht das, was ich zeigen wollte. Eigentlich will ich die ganze Zeit Disconnector auf Brodeng. Das bringt mich gerade auch so raus. Das ist so ein Unfug. Ja, genau. Aber dann sind wir damit eigentlich fertig. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Mechanik, wie man ihn spielt. Also, man sieht schon, er hat eine extrem hohe Angriffsreichweite. Das heißt, sicherheitshalber solltet ihr eigentlich in der Regel in diesem vorderen Bereich kämpfen, weil wenn ihr sterbt mit dem Main DPS, dann kann euer zweiter Charakter euch in Ruhe resten und rebuffen, ohne dass euch der Meteor auf den Sack geht. Wenn ihr zu weit vorne kämpft, also zu weit an seinem Spawn dran, dann wird es halt passieren, dass er euch dann beim Resten und so weiter stört. Jetzt übrigens guckt mal auf die Zeit, wir sind jetzt bei 20 Sekunden. Und das heißt, jetzt bei 46 müsste der erste Skill kommen. Das ist etwas, was ich bemerkt habe, was ich mir letztens erst angeeignet habe, diese Fähigkeit, das zu predikten. Also wir schreiben uns jetzt mal 46 auf. Also ihr müsst euch unbedingt diesen ersten Skill merken. Das ist der Stun, der in der Regel, also der Skill kann stunnen, muss nicht. Oh hoppla, ich wechsle die ganze Zeit auf den falschen Charakter, weil ich es von FEC jetzt so gewöhnt bin. Jetzt ist gleich 46, jetzt guckt mal auf die Zeiten, was passiert ist. Es ist 46 und es steht hier Schmelzen. Woher habe ich das gewusst? Ich bin ein Magier. Nein, bin ich nicht. Es sind einfach 26 Sekunden. Also eigentlich sind es 27, es sind knapp 26, aber ich sage immer 26, lieber eine Sekunde weniger, ist eine zu viel. Und ich wusste einfach, weil bei 20 kam der erste Stun, das erste komm näher, tritt mir entgegen, bla bla bla. Ab da sind 26 Sekunden bis zur ersten Schmelze. Das heißt, die erste Schmelze kann man predikten, indem man einfach weiß, dass das 26 Sekunden sind. Jetzt war die Schmelze bei 46, das heißt, die nächste Schmelze kommt auch circa bei 46. Das heißt, ich muss hier einfach nur auf die Zeit achten. Also ich achte immer auf die Sekundenzeit von der Server-Time. Und das heißt, ich weiß, bei 46 kommt jetzt die nächste Schmelze. Die Stunts, wie gesagt, die kommen zweimal pro Minute. Da kenne ich den Timer ehrlich gesagt nicht, aber da man die sowieso nicht ausweichen oder wirklich verhindern kann, muss man einfach damit leben, dass die einfach random halt kommen. Sie sind nicht random, sie haben auch einen Timer, wie gesagt, aber spielt keine Rolle, was der ist, weil wir können es nicht verhindern. Und jetzt ist 46, jetzt ist 47, also jetzt war es 47, das heißt, jetzt kann man hier eigentlich hingehen und das schon mal durch eine 7 ersetzen, weil jetzt war es eher 47, 48. Und diese Skills, die wandern immer ein bisschen, die bleiben nie gleich. Also wenn ihr euch hier einmal 46 aufschreibt und dann bleibt ihr immer bei 46, das stimmt dann irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso das so ist, wahrscheinlich wegen der Animationszeit oder irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wandern diese Skills immer so ein bisschen. Auf FEC wandern sie auch ein bisschen stärker, habe ich gemerkt. Auf FEC ist das so, dass es da irgendwie immer so 2-3 Sekunden sind. Auf Brodeng ist eigentlich immer nur 1 Sekunde. Keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich auch wegen dem Server-Time-Lag oder keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ja. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr wissen müsst. Das ist alles, was man tun muss. So einfach ist das. Also ihr müsst einfach nur den ersten komm näher, tritt mir entgegen, brenne. Das ist sein Stun, wo er immer sagt, du XYZ Damage Dealer, komm näher, tritt mir entgegen. Ab da 26 Sekunden. Diese Zeit am besten irgendwo aufschreiben, in den Chat am besten einfach, weil da kann man es halt auch die ganze Zeit ändern. Und dann wisst ihr es einfach. Jetzt war es 48, habt ihr gesehen? Jetzt ist es 48. Es wandert eigentlich immer so um circa 1 Sekunde. Und solange man auf die Uhrzeit schaut und weiß, wann es passiert, kann man unmöglich eine Schmelze verpassen. Komm näher, tritt mir entgegen, brenne, kann man nicht verhindern. Das ist der Stun, der kann mich theoretisch one-shotten, wenn er seinen Max-ATK-Range-Hit raushaut. Müssen wir mit leben, dass das so ist. Das ist halt einfach eine der Mechaniken, die dieser Boss einfach hat. Es ist halt so, man sieht, das ist der auf leicht und trotzdem macht er mir auch gerade relativ viel Schaden.
Obwohl ich 165 bin mit dem 135er Set. Ich habe halt keine Elemente auf der Suit. Aber das ist halt einfach so. Das gehört dazu. Das macht er zweimal pro Minute. Genau, das ist jetzt wieder der Stun. Habt ihr gesehen, hat mir 8000 Schaden gemacht. Deswegen sage ich, mindestens 10.000 würde ich hier eigentlich empfehlen. Aber man kann auch gewone-shottet werden mit 10.000. Also es ist nicht garantiert. Es macht einfach sehr, sehr viel Schaden. Genau, jetzt ist 48. Und jetzt guckt man nochmal. Viele fragen mich immer, wie weiß ich oder wie laufe ich mit beiden Chars weg. Also so sieht das für mich aus. Ja? Meine M läuft weg und auf dem anderen Screen läuft dann mein Damage-Dealer natürlich auch weg, weil viele denken immer, ich laufe mit dem M weg und dann sieht man nicht, was der Damage-Dealer macht und die denken immer, ich bleibe mit meinem Damage-Dealer stehen. Natürlich bleibt der nicht stehen, der läuft genauso weg. Nur laufe ich halt erst ein paar Sekunden früher mit dem RM weg, dass der M auf jeden Fall in Sicherheit ist, weil mit dem RM stirbt ja auch der Res. Und wenn beide tot sind, müsste ich mit einem Charakter rausgehen, also mit dem RM rausgehen, wieder reingehen, das ist möglich. Kostet mich halt sehr viel Zeit. Und dann müsste ich den Damage-Dealer resten und dann den Kampf nochmal wieder aufnehmen sozusagen. Was ja total nervig und total umständlich und total blöd ist. Und deswegen wollen wir das natürlich nicht. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher gehen will, rennt man immer mit dem RM schon mal ein bisschen früher weg. Genau, das war jetzt der Stun wieder. Also immer gewurren. Den Stun könnt ihr einfach weggewurren. Das Brennen könnt ihr genauso weggewurren. Genau, entfernt alle negativen Statuseffekte vom Spieler. Jetzt auch wieder, ich renne weg, schmelze. Wir sind mittlerweile beide bei 50 Sekunden angekommen. Oh, ne, ich war genug. Gerade so genug weggelaufen. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen. Der Raum hier ist sehr klein mit sehr vielen Hindernissen. Also das ist jetzt tatsächlich keine gute Position, wo ich hier gerade stehe, weil da hat man leicht einen Portbug. Da muss man sich dann halt auch jeweils wieder ein bisschen umpositionieren, dass man da halt möglichst nicht in diesen Hindernissen drin steht. Verdammt, ich bin so von FEC gewöhnt, auf den anderen Browser zu switchen. Deswegen switche ich die ganze Zeit auf den Elementor, weil ich hier das jetzt gerade so Muscle Memory mäßig drin habe. Genau, aber das war es eigentlich auch schon. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, es ist wirklich nicht kompliziert, man muss das einfach nur wissen. Übrigens, was man auch noch wissen kann, ist jetzt, das habe ich hier einen anderen Timer. Jetzt muss ich selber kurz überlegen. Also wenn bei mir, die 10. Schmelze, also der 10. Skill, der nach einer Minute kommt, also dieser Skill hier, den wir uns hier mal aufschreiben, der eine Schmelze sein kann. Jetzt ist es nur ein Brennen, ihr werdet alle brennen, da bleiben wir mal stehen. Wenn da steht irgendwas mit Schmelzen, rennen wir weg. Ich bin jetzt mit dem M nicht weggelaufen, weil ich im Redefluss war. Aber das ist der Skill, den wir uns quasi aufgeschrieben haben. Das ist der, den wir immer möglichst auf dem Schirm haben wollen, dass wir den nicht vergessen. Weil der ist eben der gefährliche, vor dem wir gegebenenfalls wegrennen müssen. Brennen, bleiben wir stehen. Schmelzen, rennen wir weg. So wie es Kinder bei einem gewissen Kinderspiel. Genau. Und ja, mehr gibt es eigentlich echt nicht zu wissen. Das ist eigentlich wirklich simpel. Man muss die Zeiten wissen, dass halt eben einmal pro Minute das kommt. Den ersten Schmelze, das war immer so, dass ich den auch random aufgenommen habe. Also erste Schmelze habe ich auch immer gesagt, ist random. War ich aber ehrlich gesagt auch einfach nur zu faul. Ich habe es nie nachgeschaut. Das sind, wie gesagt, diese 26 Sekunden. Und dann, was ich jetzt gerade noch sagen wollte, war die 10. Schmelze jeweils. Das ist die zeitgleich mit dem Stun kommt. Also dadurch, dass diese Zeiten hier die ganze Zeit wandern, wir sind mittlerweile bei 51 Sekunden, dadurch, dass das wandert, kommt irgendwann der Moment, wo der Stun-Skill und der Skill, der eine Schmelze sein kann, also der eine Skill stunt ja nicht zu 100% und der andere Skill ist nicht zu 100% eine Schmelze. Aber es kann eine Schmelze sein und es kann ein Stun sein. Und das Blöde ist, es kann auch zeitgleich kommen. Und das passiert genau beim 10. Mal. Das heißt, wenn ich jetzt bei einer Stunde direkt das Kämpfen angefangen hätte, dann wäre es irgendwas mit 50. Dann wäre es wahrscheinlich 50 Minuten und 20 Sekunden oder so, wäre dann die 10. Schmelze. Und die kommt nicht genau zeitgleich mit dem Stun, aber fast. Da ist so vielleicht 1,5 Sekunden zwischen Stun und Schmelze. Das heißt, ein Ringmaster mit viel Movement Speed, 10% Speedset, gegebenenfalls Sprint Scroll und 200% Cast Time, kann rechtzeitig reagieren, den DPS noch kurz gewurren und dann selber weglaufen. In der Regel werdet ihr aber wahrscheinlich mit eurem Ringmaster nicht schnell genug sein und werdet es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Also ihr habt es hier schon gesehen, jetzt sind plötzlich diese beiden Texte zeitgleich hier. Das ist schon mal das erste Indiz, wir bewegen uns auf Stun und Schmelze zu. Wir sind kurz davor, dass Stun und Schmelze kommen. Aber es dauert noch ein bisschen. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhrzeit geachtet, muss ich nochmal in dem Video nachschauen. Aber man merkt es irgendwann auch. Also selbst wenn ich jetzt nicht genau bei 60 Minuten angefangen habe zu kämpfen, merkt man es trotzdem irgendwann. Stun und
also potenzieller Stun und potenzielle Schmelze, rücken immer näher zusammen. Das heißt, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass Stun und Schmelze zeitgleich kommen kann. Beziehungsweise halt in Anführungszeichen zeitgleich. Und das ist dann noch die Besonderheit, die dann eben leider noch passiert. Auch da ist es in der Regel so, wenn euer M nicht genug Cast-Time hat, wenn er nicht genug Laufspeed hat, dann muss man einfach akzeptieren, dass man da halt dann einfach tot ist. Muss man mit leben können. Wie gesagt, wenn man Giants, wenn man Bossmonster farmen will, wenn man Dungeons farmen will, muss man damit leben, dass man auch mal stirbt. Das gehört halt einfach dazu. Genau. Und jetzt war es auch wieder so. Uiuiui. Uiuiuiui. Oh, mein E-Sportler hat die Schmelze komplett überlebt, obwohl er da drüben stand. Ja, es ist der Meteor of Easy mit High-Level-Equipment, 15 KP, 13 KP. Wie gesagt, da hat man eigentlich keine so großen Probleme und der ist auch nicht so stark. Jetzt müsste es eigentlich tatsächlich, ich glaube, die nächste Schmelze, also der nächste Skill müsste tatsächlich zeitgleich kommen. Da habe ich da nicht mehr genau auf die Uhr geachtet, das heißt, wir müssten jetzt so bei 53 circa sein. Können wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Meine M hat eigentlich 200 Cast-Time mit GT zumindest, oder? Ne, hat tatsächlich nur 188, ja. Ja gut, dann ist das jetzt nicht so ein gutes Beispiel, weil wahrscheinlich werde ich es da nicht schaffen. Aber ich kann es ja mal probieren. Ich darf ihn nur nicht töten, den Meteor. Hold up. Also doch, ich glaube, jetzt kommt es tatsächlich. Ja, müsste ungefähr hinkommen. Schauen wir mal. Okay. Ja, genau. Habt ihr es gesehen? Stun und Schmelze zeitgleich. Ich habe es tatsächlich geschafft zu gewurren. Uiuiui. Och, come on. Ey, so ein Arschloch. Ich habe es tatsächlich geschafft zu gewurren. Konnte mit dem M noch rechtzeitig weglaufen. Und wenn ich jetzt nicht gerade das Erklärvideo hier mache, hätte ich noch Rending Entry gespammt und wäre mit dem Blade safe auch noch rechtzeitig weggekommen. Beziehungsweise er hat das sogar überlebt. Ich hätte einfach tanken können. Aber ja. Und das waren eigentlich alle Facetten des Meteonica-Kampfes. Einmal durchgesprochen, einmal erklärt. Und ich hoffe, jetzt ist alles klar und ihr müsstet eigentlich für alles gewappnet sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir gedroppt haben hier, ohne Party-Skills und alles. Er hat trotzdem 2 Ketten gedroppt, lustigerweise. Er hat nur einen Dragon Tooth gedroppt, okay. Interessant. Okay. Interessant, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Für Red Meteor werde ich auch nochmal ein eigenes Video wahrscheinlich aufmachen, das basically nochmal ähnlich sein wird wie dieses, weil es ist das gleiche Monster, er macht eigentlich einfach nur mehr Schaden. Und das heißt, wenn ihr einmal den Meteonica verstanden habt, habt ihr eigentlich auch den Red Meteonica verstanden. Aber wie gesagt, ich werde trotzdem nochmal ein Video drüber machen. Doppelt hält besser. Aber grundsätzlich war das eigentlich alles, was man wissen muss. Und Red Meteor ist 1:1 das gleiche, nur mit mehr Schaden. Und der Boss droppt andere Items. Und Red Meteor ist ein Party-Boss, kein Gilden-Boss. Aber jetzt wird schon zu speziell. Das kommt dann in einem anderen Video. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video irgendwie weitergebracht. Vor allem mit dem Thema Schmelze und Timer. Wie man das Ganze timen kann. Und dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Schaut gerne im Livestream vorbei. Ich bin täglich live auf Twitch. Und da sehen wir uns hoffentlich auch. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.